gut aussehendes, goldenes und vor allem wohlschmeckendes Sushi. Ein frisches, peruanisches, sommerliches Ceviche. Und ein Caesar Salad, den ihr so bisher auch noch nicht gekannt habt. Und das alles aus ein und demselben Hecht, selbst gefangen in heimischen Gewässern. Dass es manche Tage gibt, an denen es gar nicht so einfach ist, an seine Fische zu kommen, wie man sich das immer so schön vorstellt, das brauche ich dem einen oder anderen hier wahrscheinlich gar nicht erzählen. Ich habe dieses Jahr die schmerzliche Erfahrung machen müssen, dass es verdammt zäh sein kann, an seinen ersten Fisch zu kommen. Das stundenlange Anstarren meiner Posen, die häufigen Stellenwechsel sowie das Probieren vieler verschiedener Methoden brachte erst einmal keinen Erfolg. Tatsächlich hat es einen ganzen Wetterumschwung und insgesamt 5 Angeltage gedauert, bis auch ich endlich an meinen ersehnten Zielfisch gekommen bin. Die Pose kurz aus den Augen gelassen, weil ich schon am Einpacken war, drehte ich mich um und da war sie weg. Und das wahrscheinlich auch schon ein wenig länger. Schnell zur Route gerannt, den Anschlag gesetzt, ein kurzer Drill, ein wenig akrobatische Leistung beim Keschern und endlich hatte auch ich meinen ersten Esox 2021 an Land. Und sämtlicher Zweifel war wie weggeputzt. Da er den Köfi geschluckt hatte, musste ich ihn entnehmen. Alles andere hätte keinen Sinn mehr ergeben. Stolz konnte ich ihn dann endlich in die Kamera präsentieren. Aber wie macht man aus so einem eleganten Raubfisch ein ebenso elegantes und geiles Sushi? Naja, dafür müssen wir den Hecht erst einmal in seine Einzelteile zerlegen. Ziel sind dabei 5 grätenfreie Filets. Die Messerwahl ist dabei das A und O. Ich wähle hierfür ein schlankes Filetiermesser mit einer weichen, biegsamen Klinge. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als den Versuch, einen so edlen Fisch mit einem stumpfen Hobel filetieren zu wollen. Außerdem ist ein scharfes Messer ein sicheres Messer. Zunächst legt euch den Fisch erst einmal so hin, dass ihr vernünftig arbeiten könnt. Zuallererst werden wir das Rückenfilet herausschneiden. Dafür denkt euch eine verlängerte Linie von den Kiemen bis hoch zum Rücken. Dort geht es dann los. Hier wird der erste Schnitt gesetzt. Schneidet hier nun so weit runter, bis ihr auf die Rückengräte trefft. Sobald ihr dort angekommen seid, dreht ihr das Messer leicht ein, etwa 90 Grad, und fangt an, oberhalb der Rückengräte zu schneiden. Die Rückengräte benutzt ihr dabei als Schneideführung. Kurz vor der Rückenflosse fangt ihr dann an, das Messer wieder nach oben zu drehen und schneidet nach oben hinweg. Et voilà! Und da habt ihr auch schon das Rückenfilet vollkommen grätenfrei und eigentlich ganz einfach vom Fisch abgetrennt. Hier seht ihr nochmal die Rückengräte, die ihr als Schneideführung benutzen könnt. Diese spürt ihr auf jeden Fall mit dem Messer. Als nächstes müssen wir das Rückenfilet von der Haut trennen. Setzt das Messer dafür leicht schräg an und schneidet runter bis zur Haut. Dort fahrt ihr dann zwischen Haut und Filet einmal der Länge nach durch. Und wenn ihr das Ganze sorgfältig und mit etwas Gefühl macht, habt ihr am Ende ein wunderschönes Stück grätenfreies Stück Fleisch. Das Ganze könnt ihr dann noch schön parieren, falls irgendwo irgendwelche unschönen Hautreste kleben geblieben sein sollten. Als nächstes sind die beiden Schwanzflossenfilets an der Reihe. Um den ersten Schnitt zu setzen, sucht ihr euch den Anfang der Rückenflosse. Schneidet nun mit behutsamen Schnitten so weit ein, bis ihr wieder auf die Mittelgräte trefft. Wenn ihr dort angekommen seid, dreht ihr das Messer wieder, so wie wir es schon vorher bei dem Rückenfilet gemacht haben, und schneidet mit kurzen Sägeschnitten immer weiter Richtung Schwanzflosse. Kurz bevor ihr wieder aus der Haut rauskommen würdet, stoppt ihr, klappt das Schwanzfilet um, setzt das Messer wieder leicht schräg an, schneidet vorsichtig bis zur Haut runter und fahrt dann wieder mit Gefühl zwischen Filet und Haut der Länge nach mit leichten Schnitten entlang.
Diese ganze Sache mit dem Häuten bedarf ein wenig Übung. Ihr seht, auch bei mir ist es nicht perfekt geworden. Auf der anderen Seite verfahrt ihr selbstverständlich genauso. Kommen wir nun zu den großen Seitenfilets. Wir könnten jetzt natürlich genau entlang der Mittelgräte schneiden, hätten so aber diese unbeliebten Zwischengräten im Filet. Daher sparen wir uns das und schneiden direkt von Anfang an den Zwischengräten, wie man sie hier im Bild erkennen kann. Dafür legen wir uns den Hecht auf die Seite und schneiden erst einmal entlang der Kiemen bis runter zur Zwischengräte. Ist das getan, fühlen wir noch einmal genau nach, wo sich die Zwischengräten befinden und fangen dann an, mit kurzen, aber präzisen Schnitten dort entlang zu schneiden. Die Zwischengräten an sich können wir dann wieder perfekt als Führung für das Messer benutzen. Macht hier am besten kurze Schnitte und versucht so wenig Fleisch zu verschneiden, wie es geht. Sobald ihr in der Bauchhöhle angekommen seid, klappt ihr das Ganze um und sofern die Flossen nicht stören, so wie bei mir hier, entfernt ihr dann das Filet mit einem sauberen, geraden Schnitt. Selbstverständlich müssen wir das Ganze auch noch häuten. Dafür gehen wir genauso vor wie beim Rückenfilet. Wir suchen uns einen Anfang, schneiden leicht schräg in das Fleisch hinein, runter bis zur Haut und fahren dann wieder mit dem Messer zwischen Haut und Filet ganz vorsichtig der Länge nach mit dem Messer durch. Das kann bei so einem fangfrischen Fisch schon mal etwas schwieriger sein und etwas Zeit in Anspruch nehmen. Am Ende macht die Übung aber den Meister. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel nochmal und dann habt ihr es auch schon fast geschafft. Tada! 5 perfekte, grätenfreie Filets, wie sie schöner nicht sein könnten. Und was machen wir jetzt mit den ganzen Resten? Auf keinen Fall wegwerfen. Ich habe hier gratis einen perfekten Aalköder oder Lockstoff für meinen Futterkorb. Den Rogen und die Leber entferne ich mir, packe sie mir portionsweise ein und vakuumiere sie. Das Ganze landet jetzt erst einmal bei mir in der Gefriertruhe und kommt dann erst wieder bei schönem Wetter ans Tageslicht. Da ich das Rückenfilet und die beiden Schwanzflossenfilets roh verzehren möchte, werde ich auch sie vakuumieren und einfrieren. Denn heutzutage weiß man ja nie so genau, was einem da so alles erwarten kann. Und ob die Fische unter Wasser die aktuellen Hygienemaßnahmen eingehalten haben, ist natürlich auch fraglich. Und wie bekommen wir jetzt diese furchtbar klebrigen Rückstände hier weg, ohne die Chemiekeule anzuwenden? Ganz einfach. Mischt einfach im Verhältnis 1:1 ganz normalen Tafelessig und Wasser, füllt das Ganze in eine Sprühflasche, sprüht die Sauerei kurz ein, lasst es kurz einwirken und das Ganze lässt sich super einfach mit einem Küchenkrepp entfernen. So Leute, jetzt aber Schürze um und Herd an. Caesar Salad kennen die meisten von euch vermutlich nur mit gegrillten oder frittierten Hähnchen. Super lecker natürlich, aber ich finde, es sollte auch mal eine Fischalternative geben. Als allererstes schnappt ihr euch 2 schöne Römersalatherzen, entfernt den Strunk, zupft die Blätter fein säuberlich auseinander und wascht das Ganze gründlich. Wenn ihr keinen Bock habt, das Ganze mit Küchenkrepp abzutupfen, besorgt euch so eine Salatschleuder hier, die macht euch das Leben auf jeden Fall einfacher. Schneidet das Ganze jetzt in nicht zu kleine Stücke und legt es erstmal beiseite. Als nächstes kommen in ein hohes Gefäß grob gehackte Knoblauchzehen, Sardellenfilets, eine gute Portion geriebenen Parmesan, einen Teelöffel Dijon-Senf, ein frisches Eigelb und eine gute Prise Pfeffer. Rollt eine Zitrone mit leichtem Druck über eine harte Unterlage, schneidet sie in 2 Hälften und gebt den Saft der halben Zitrone über die Mischung. Passt dabei auf, dass keine Kerne dabei hinausfallen, so wie bei mir. Zum Schluss noch einen Esslöffel Weißweinessig.
Fangt jetzt an, mit einem Pürierstab das Ganze zu mixen und gebt nach und nach immer wieder ein bisschen von dem Öl hinzu. Das Ganze kann schon mal so eine gute Minute dauern. Am Ende solltet ihr eine Konsistenz haben, die an Mayonnaise erinnert. Nehmt nun ein Baguette, ich habe hier ein Dinkelbaguette, schneidet das in Scheiben, welche ihr dann würfelt. Gebt Öl in eine Pfanne und röstet die Würfel goldbraun an. Für die Fischpanade könnt ihr selbstverständlich fertiges Paniermehl oder Semmelbrösel benutzen. Ich hatte hier noch eine halbe Tüte mit solchen knusprigen Knoblauchbroten, welche sich auch erstklassig zu Paniermehl verarbeiten lassen. Natürlich gibt das dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Geschmack, muss aber nicht sein. In einer Schüssel vermischt ihr im Verhältnis 1:1 Mehl und Milch. Das Ganze vermischt ihr mit einem Esslöffel Salz, einem Teelöffel Cayennepfeffer, einem Teelöffel schwarzem Pfeffer, einem Teelöffel Paprika edelsüß, einem Teelöffel Knoblauchpulver, einem Teelöffel Zwiebelpulver und einem Teelöffel gerebelten Basilikum. Das Ganze sollte eine Konsistenz so in etwa wie Pfannkuchenteig haben. Macht euch jetzt eine Panierstraße fertig mit einem Teller Mehl, unserem Mehl-Milch-Gemisch und unseren Semmelbröseln. Wendet das Hechtfilet zunächst in dem Mehl, sodass es überall gut haften bleibt, taucht es dann in das Mehl-Milch-Gemisch, lasst es etwas abtropfen und paniert es dann beidseitig in den Semmelbröseln. In einer Pfanne lasst ihr jetzt wahlweise Öl oder Butterschmalz, ich habe Rapsöl verwendet, auf mittlerer Stufe heiß werden und gebt euer paniertes Filet hinein. Schwenkt das Ganze gut durch, ähnlich wie ein Wiener Schnitzel. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal anfangen, euren Salat mit dem Dressing zu vermischen und das Ganze schon mal mit Toppings eurer Wahl zu belegen. Wenn euer Fisch von beiden Seiten goldbraun gebraten ist, nehmt ihn aus der Pfanne und schneidet ihn schon mal in Streifen. Über den Salat presst ihr jetzt noch mal ein wenig Zitronensaft, reibt eine Portion Parmesan darüber und belegt das Ganze mit eurem knusprig goldenen Fischfilet. Ich finde, das Ganze ist mal eine Alternative zu einfach nur in der Pfanne gebratenem Fisch und glaubt mir Leute, es schmeckt echt richtig geil. Peru. Wer denkt da nicht sofort an schöne Landschaften und Meerschweinchen? Mir kommt dabei aber auch sofort die fischreiche Küche des Landes in den Sinn. Und vor allem ganz klar das Nationalgericht Ceviche, was im Original selbstverständlich meistens mit Dorade oder anderem Meeresfisch zubereitet wird. Jedoch nicht bei mir. Schneidet eine halbe rote Zwiebel in feine Streifen. Gebt in eine Schüssel kaltes, klares Wasser und legt die Streifen erst einmal da hinein. Das Ganze dient dazu, der Zwiebel die Bitterstoffe zu entziehen und sie in der Schärfe milder zu machen. Während die Zwiebel nun im Wasserbad erst einmal ruht, widmen wir uns den anderen Zutaten. Die beiden Schwanzflossenfilets hatte ich jetzt ungefähr eine Woche eingefroren und sie schonend über Nacht im Kühlschrank wieder aufgetaut. Schneidet sie in etwa 5 mm dicke Streifen und macht daraus ebenso breite Würfel. Gebt sie schon mal in eine Schüssel, denn als nächstes müssen wir sie garen. Ja, ganz recht, garen. Das funktioniert beim Ceviche mit der Säure von Limetten. Die Limettensäure zersetzt quasi die Eiweiße in dem Fisch und der Fisch wird in dieser Art und Weise sozusagen gegart. Sucht euch bei den Limetten am besten die gelberen aus, da diese in der Regel weniger Bitterstoffe haben. Rollt auch diese mit der Handfläche über einen harten Untergrund. Schneidet sie dann in 2 Hälften und presst sie über die Fischwürfel. Vorsicht, presst nicht zu viel aus, denn es kann schnell passieren, dass Bitterstoffe aus der Schale mit in die Schüssel gelangen. Als nächstes hackt ihr etwa 1 Esslöffel frischen Koriander zu ganz kleinen, feinen Stücken. Gebt diese ebenfalls über den Fisch und widmet euch nun eurer Chili. Ich habe hier eine gelbe Chilischote gewählt, da ich diese noch zu Hause hatte. Ihr könnt natürlich eine Chilischote eurer Wahl nehmen. Hackt diese ebenfalls in ganz kleine Würfel und gebt sie auch über den Fisch. Das Ganze schon mal etwas verrühren, damit sich die Aromen auch gut verteilen können. Und zum Schluss gebt ihr noch die abgetropfte Zwiebel darüber und verrührt das Ganze ebenfalls.
Wenn ihr das Ganze noch anrichten wollt, gebt es in kleine Schüsselchen oder türmt es zu einem kleinen Häufchen auf. Garniert das Ganze noch mit Chilifäden und Koriander und fertig ist das deutsches Ceviche nach peruanischer Art mit Fisch aus heimischen Gewässern, selbst gefangen. So, nun aber Butter bei die Fische. Wenn ich etwas liebe, dann ist es Sushi. Schon fast anbetungswürdig, was die Japaner da erfunden haben. Unzählige Varianten mit verschiedenen Fischsorten oder Meeresfrüchten. Gefüllt, belegt oder gerollt. Und meist kaum zu bezahlen. Gut, ganz so toll sieht meins jetzt nicht aus. Dafür schmeckt es aber sehr authentisch. Taut das Rückenfilet schonend im Kühlschrank auf und gebt es in eine Schüssel mit hohem Rand. Übergießt das Ganze mit eurer Lieblingssojasauce und achtet darauf, dass auch das ganze Fleisch damit in Berührung kommt. Stellt das Ganze dann erst einmal beiseite. Widmet euch nun dem Reis. Kauft euch dafür speziellen Sushi-Reis. Den gibt es im gut sortierten Supermarkt oder im Asialaden eures Vertrauens. Die Zubereitung von Sushi-Reis ist schon eine eigene Kunst für sich. Zunächst müsst ihr den Reis unter kaltem Wasser so lange waschen, bis das Wasser klar bleibt. Ich benutze dafür gerne einen Topf, in dem ich den Reis auch kochen werde, und ein Sieb. Das Ganze schwenke ich dann ungefähr 5 bis 6 Mal hin und her und lasse immer weiter kaltes Wasser über den Reis gießen und knete ihn immer wieder mal durch. Am Ende sollte das Wasser glasklar sein. Stellt den Topf nun mit dem Reis und dem Wasser mit geschlossenem Deckel auf den Herd, lasst das Ganze einmal bei hoher Stufe aufkochen und schaltet dann sofort auf die niedrigste Stufe herunter. In der Zwischenzeit nehmt ihr einen kleinen Topf, füllt dort den Reisessig, den Zucker und das Salz hinein, kocht das Ganze kurz auf, bis sich der Zucker und das Salz komplett aufgelöst haben und stellt dann den Topf sofort beiseite. Das Wasser in dem Topf mit dem Reis ist jetzt komplett verdampft. Jetzt schaltet ihr den Herd aus und lasst den Topf dort noch etwa 10 bis 15 Minuten stehen. In eine flache Schüssel mit hohem Rand, ideal sind solche extra dafür vorgesehenen japanischen Bambusschüsseln, so eine habe ich leider nicht, füllt ihr jetzt den Reis vorsichtig mit einem Spatel hinein. Passt dabei auf, dass ihr keine Reiskörner dabei zerstört. Sobald der Reis in der Schüssel ist, müsst ihr ihn sofort mit einem Wedel abkühlen. Währenddessen wendet ihr den Reis mit dem Spatel immer wieder so, dass er von allen Seiten gekühlt werden kann. Sobald dieser so weit abgekühlt ist, dass ihr ihn mit der Hand anfassen könnt, ohne euch zu verbrennen, gießt ihr das Essig-Zucker-Salz-Gemisch darüber. Unter weiterem Wedeln fangt ihr dann an, das Ganze miteinander zu vermischen, sodass der Reis mariniert wird. Sobald der Reis abgekühlt ist, verteilt ihn flach in der Schüssel und pflügt mit dem Spatel noch ein paar Furchen hinein, damit der restliche Dampf auch noch entweichen kann. Deckt das Ganze mit einem feuchten Tuch ab und lasst es weitere 20 Minuten stehen. Nehmt jetzt euer Rückenfilet und fangt an, es leicht schräg in etwa 5 mm dicke Scheiben zu schneiden. Wundert euch dabei aber nicht, wie wunderbar butterzart das Ganze ist. Stellt euch eine Schüssel mit kaltem Wasser und einem Schuss Reisessig bereit. Befeuchtet eure Hände und nehmt euch etwa einen Esslöffel Reis in die Hand und formt ihn zu der typischen ovalen Nigiri-Sushi-Form. Das Ganze sollte nicht zu fest, aber auch nicht zu locker sein. Sobald ihr den Reis in die richtige Form gebracht habt, nehmt ihr euch eine Scheibe von dem Rückenfilet und presst diese mit leichtem Druck auf den Reis. Das Ganze wäre jetzt eigentlich schon fertig und ist dem originalen Nigiri-Sushi schon sehr ähnlich. Ich persönlich mag aber gerne die Variante mit dem in dünnen Streifen geschnittenen Nori-Blatt, welches dann einfach um das Nigiri-Sushi herumgewickelt wird. Schneidet dazu ein Nori-Blatt in etwa 1 cm dicken Streifen und wickelt es einfach mit der rauen Seite nach innen um euer Sushi. Angerichtet auf einer Schieferplatte, zusammen mit frischem Wasabi und eingelegtem Ingwer, macht das Ganze doch schon etwas her. Findet ihr nicht? Ich hoffe, meine Rezeptideen haben euch gefallen. Wenn ja, kocht es gerne mal nach und lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, in denen heimische Fische zu leckeren Speisen verarbeitet werden, dann abonniert gern kostenlos meinen Kanal und schaltet die Glocke ein. Bis dahin wünsche ich allen Anglern stramme Schnüre und allen Hobbyköchen gnädige Gäste.